Thomas Forschbach von Werde Musiker, herzlich willkommen zu diesem Video. Und im gestrigen Video habe ich ja euch meine Geschichte versprochen, ja, wie ich damals gelitten habe quasi und mich nicht zum Üben überwinden konnte. Ja, die Geschichte gibt es heute. Außerdem möchte ich euch den Nummer 1 Grund vorstellen, wieso Klavierschüler sich nicht zum Üben überwinden können. Natürlich gibt es auch die Lösung dazu. Aber zuerst möchte ich mich erstmal für die zahlreichen Kommentare gestern bedanken, sowohl hier bei YouTube als auch auf meinem Blog. Es gab so viele Kommentare und übrigens auch sehr viele unterschiedliche Stimmungen. Zum Beispiel schreibt hier Claudia: Hallo zusammen, ich spiele fast jeden Tag, ich freue mich immer extrem drauf. Es entspannt mich sehr. Vielen Dank, Thomas. Liebe Grüße an alle. Liebe Grüße auch an dich, Claudia. Erstmal schön, dass du mit so viel Motivation dabei bist. Bettina schreibt hier: Da ich mir die Zeit einfach gönne, sitze ich täglich am Klavier. Motiviert bin ich eigentlich immer, wenn ich den Zauber der Töne höre. Auch für dich viele Grüße, Bettina, freut mich auch sehr. Ich weiß, dass du immer mit viel Freude dabei bist. Und auch Ruth schreibt hier vom Genuss: Ich versuche das Klavierspielen üben zu genießen. Schließlich ist doch jeder Ton für sich ein Genuss. Ich finde, das ist schon mal sehr schön zu lesen für jeden, wenn man sieht, okay, dass viele Leute dabei sind, die sich nicht überwinden müssen. Aber natürlich gibt es auch eine Gruppe, die sich überwinden muss, die zu kämpfen hat mit den unterschiedlichsten Gründen. Zum Beispiel schreibt hier Cornelia: Und so langsam verspüre ich den Frust, weil mein Keyboard ja viele Funktionen hat. Dann komme ich in die Versuchung, nur die Demo anzumachen. Und ich bin eine Pizza. Pizza ist geil. Ja, du bist geil, das stimmt. Es schreibt: Bei mir ist es leider so, dass ich viel zu viel YouTube schaue. Und ich will eigentlich ganz viel Zeit verbringen mit Klavierspielen, aber zum Beispiel sitze ich am Klavier und dann klingelt mein Handy und ich bin schon wieder an meinem Handy. Anna-Maria Sass schreibt was Ähnliches. Wer kennt das nicht? Man will anfangen zu spielen, dann kriegt man eine Nachricht und dann bin ich nur noch am Handy. Viele Grüße natürlich auch an euch. Auch nochmal vielen Dank für eure Kommentare. Aber wie schaut es bei dir aus? Zu welcher Gruppe gehörst du? Gehörst du zu denen, die jeden Tag vor Energie nur so sprühen und es kaum abwarten können, sofort jede freie Minute am Klavier zu verbringen und zu üben? Oder bist du vielleicht frustriert, hast mit dem einen oder anderen Problem zu kämpfen, hast irgendwie keine Zeit, wirst abgelenkt? Oder irgendwie die Lust oder Motivation fehlt dir einfach. Vielleicht bist du auch auf der Suche noch nach ein bisschen Struktur. Also es gab auf jeden Fall auch einige Motivationssprüche aus der Community. 2 gefallen mir besonders gut. Uzi zitiert hier zum Beispiel Michael Gorbatschow. Und zwar, das lautet ungefähr so: Man kann Teil des Problems oder der Lösung sein. Und Uzi hat sich für Letzteres entschieden. So, das ist auch schon mal schön. Ich finde, ein Spruch, den man sich definitiv mal aufschreiben oder irgendwo aufhängen kann an den Kühlschrank oder an den Badezimmerspiegel oder wo auch immer. Und dann gefällt mir hier auch noch das Bild von Marco. Marco schreibt: Stell dir das negative Gefühl, also das Gefühl, stell ich mir vor, wenn du dann irgendwie gerade keine Lust hast, dich nicht überwinden kannst, dieses Gefühl, stell dir das als Dopingmittel oder Leistungssteigern vor und dann wirst du von dieser positiven Änderung überrascht sein. Das kann ich mir... Ja, also ich konnte mich da sehr gut reinversetzen. Ich kann mir vorstellen, dass es auch einigen hilft. Es gibt nur einen Haken an diesen Sprüchen. Ja? Egal welcher Spruch es ist, der dir vielleicht besonders zusagt. Es gibt ja auch verschiedene Zitate und Motivationssprüche, dem einen gefällt der eine besser, dem anderen der andere. Der Haken daran ist, dass genauso schnell wie diese Motivationssprüche wirken können oder irgendwie einen kurzzeitig motivieren, genauso schnell können sie auch verfliegen oder vor allen Dingen in der Situation, in der man sie am meisten braucht, sind sie dann vielleicht nicht da, lassen sich nicht abrufen oder sind zumindest, wenn da erstmal die Grundenergie nicht da ist, auch keine wirklich zufriedenstellende, dauerhafte Lösung. Und kommen wir jetzt zum Nummer 1 Grund, wieso Klavierschüler sich dauerhaft nicht überwinden können zu üben. Ja, also die sich nicht überwinden können. Der häufigste Grund mit Abstand ist, wenn auch vielleicht etwas tief verborgen, halte ich fest, ich werde es jetzt gleich ein bisschen noch erläutern, die Angst zu scheitern. Lass das vielleicht erstmal ein paar Sekunden sacken, ob das vielleicht auch bei dir zutreffen kann. Flo schreibt hier nämlich zum Beispiel: Vielleicht habe ich auch nur ein wenig Angst vor der linken Hand, da das immer sehr schwierig für mich ist. Er war der Einzige, der das so geschrieben hat, aber ich weiß aus meiner Erfahrung, dass die Angst, es nicht zu schaffen, zu üben irgendwie, oder das Stück, an dem du gerade übst, dass du es nicht schaffst, das einzuüben, dass die Angst irgendwo tief unterbewusst oder so sitzt, dass das der Grund ist, wieso du erst gar nicht übst.
Überleg mal, ob das vielleicht bei dir der Fall sein kann. Da kannst du gar nichts dafür, ja, das ist gar nicht deine Schuld. Das ist irgendwo tief abgespeichert und es kann sich halt ganz unterschiedlich auch erstmal äußern, halt durch Lustlosigkeit, irgendwie Müdigkeit, irgendwie wenn du von der Arbeit aus der Schule oder irgendwie nach Hause kommst, dass du erstmal platt bist, dich leicht von deinem Handy ablenken lässt oder von den Funktionen deines Keyboards oder E-Pianos oder einfach irgendwas anderes spielst, was du gar nicht üben wolltest. Keine Energie, meistens ist es genau das, was man so als unerklärlichen Grund erspürt. Aber das, was die meisten Klavierschüler sagen, wenn sie da eine Minute drüber nachdenken, ob das vielleicht bei ihnen der Fall sein kann, dann sagen die, okay, vielleicht ist es das tatsächlich. Nochmal, das ist etwas, da kannst du wahrscheinlich gar nicht dafür. Das ist irgendwo tief unterbewusst abgespeichert. Irgendwie ist es da mal reingekommen, wie auch immer. Aber das Gute ist, es gibt eine Lösung dafür und da kommen wir auch gleich zu. Der Nummer 1 Grund, wie so Klavierschüler also nicht üben, also erst gar nicht anfangen zu üben, weil sie sich nicht überwinden können, also nicht üben, ist, weil sie Angst haben, irgendwie es nicht zu schaffen. Es nicht zu schaffen, das, was sie einüben wollen, ja auch wirklich, dass sie erfolgreich damit werden. Und hier ist eine Sache, die du dir unbedingt aufschreiben solltest, nämlich, sobald du übst, scheiterst du nicht. Schreib nicht in großen, fetten Buchstaben aus. Sobald du übst, scheiterst du nicht. Nämlich, sobald du übst, hast du immer ein Ergebnis. Und ein Ergebnis ist ein Erfolg. Immer wenn du übst, auch wenn du es vielleicht nicht sofort merkst, ja, auch wenn du vielleicht die Stelle noch nicht perfekt spielen kannst, die du einübst. Aber sobald du übst, hast du ein Ergebnis und ein Ergebnis ist immer ein Erfolg. Das heißt, jedes Mal, wenn du übst, hast du einen Erfolg, bist du erfolgreich. Guck mal, ich bin einmal auf den Kilimanjaro hochgegangen. Also, das waren fast 6000 Meter. Für einen Musiker ist das schon mal sehr, sehr viel. Die Luft da oben ist sehr dünn. Und am liebsten hätte ich natürlich auch, sagen wir mal so, einen riesigen Schritt gemacht und wäre dann oben angekommen. Oder, na gut, sagen wir nicht einen riesigen, aber am liebsten wäre ich in 2 Tagen da hochgekommen. Hätte ich das geschafft? Natürlich nicht. In 2 Tagen mit diesem Höhenunterschied, da kriegen Menschen keine Luft. Hätte ich es geschafft, wenn ich da hochgelaufen wäre, da wäre ich nach den ersten 1000 Metern wahrscheinlich schon umgekippt oder wieder zurückgekommen. Der Weg, wie man auf einen solchen Berg klettert oder geht, also es ist technisch nichts Schwieriges, aber der Weg dahin ist in vielen ganz kleinen Schritten. Und übrigens, die allerletzten Schritte sind winzige Schritte, sonst geht das nicht. Ganz langsam gehen, das ist der Schritt, das ist der Weg, einen solchen Berg zu besteigen. Und natürlich ist es zwischenzeitlich so bei kleinen Schritten, dass man denkt, da kommt man doch nie mehr an, ich kriege keine Luft mehr. Aber jeder einzelne Schritt ist ein Schritt weiter zum Ziel, ein Schritt weiter zum Gipfel. Und jeder einzelne Schritt ist ein Erfolg. Und genauso ist es beim Klavierspielen. Jedes Mal, wenn du übst, auch wenn es nur 10 Minuten sind, ist es jedes Mal ein Erfolg. Deswegen schreib dir diesen Satz unbedingt auf. Sobald du übst, scheiterst du nicht. Sobald du übst, hast du ein Ergebnis und ein Ergebnis ist ein Erfolg. Häng dir auch diesen Spruch am besten irgendwo auf, wo du ihn jeden Tag siehst, irgendwo in deinem Schlafzimmer oder am Kleiderschrank, Spiegel, Kühlschrank, wo auch immer, an deinem Schreibtisch. Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter erster Schritt. Aber auch hier wieder die Sache, wird dieser Spruch, wenn er da hängt, dein gesamtes Übeverhalten ändern? Wird dir dieser Spruch automatisch in den Kopf kommen, dann, wenn du ihn am meisten brauchst? Wird dir dieser Spruch allein sofort all die Energie geben, die du brauchst, um sofort zu üben? Also, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht langfristig. Aber dennoch gibt es eine Lösung. Eine langfristige Lösung. Eine Lösung, dass dir die Motivation nur so zufliegt. Aber das geschieht natürlich nicht von heute auf morgen. Das ist nicht einfach nur einen kleinen Schalter umlegen und schon ist es da wie Zauberei. Es ist ein Prozess. Also ich würde gern mit dir an diesem Prozess arbeiten, wobei arbeiten klingt schon wieder so negativ, nämlich es ist eigentlich gar keine Arbeit, es sind viele, viele ganz kleine Schritte. Schritte, die so klein sind, dass sie sich ohne Probleme im Alltag für jeden umsetzen lassen, überall, auch ohne Instrument, ohne Klavier. Kleine Schritte, die sich wirklich jeden Tag umsetzen lassen und so über einen längeren Zeitraum, nämlich der ist definitiv nötig, um das Ganze langfristig zu ändern. Das Tolle ist, es ist ein Prozess, der einfach nur Spaß macht, weil er dir Energie gibt, Lust gibt, viel Motivation gibt, sodass du viel, viel Vorfreude bekommst auf deine nächste Übeinheit,
auf deine nächste Zeit am Klavier und das langfristig. Das ist natürlich kein klassischer Klavierkurs oder so, aber wenn du Lust hast, daran zu arbeiten, diesen Weg mit mir zu gehen, dann check mal den Link hier unter dem Video aus, in der Videobeschreibung. Dort erfährst du außerdem meine Geschichte wie ich. Also ich hatte echt das gleiche Problem früher, dass ich mich nicht richtig zum Üben überwinden konnte. Also du hast meine Geschichte und erfährst außerdem, wie du deinen inneren Schweinehund überwindest und deine Motivation für immer zurückbekommst. Und Barbara hat schon recht, wenn sie hier schreibt, ich glaube, dass mir das total viel Freude machen würde, dran zu bleiben, aber ich mache es einfach nicht. Also wenn du glaubst, dass du auch genauso viel Freude hast, dran zu bleiben, ja, dann klick jetzt den Link hier unter dem Video in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf dich auf der nächsten Seite. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.